Mein Name ist Euse Ronsberger, ich bin der Tourmanager unter anderem von Parkway Drive und Boys It's Fire. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie wird man Tourmanager, wie bleibt man Tourmanager, was macht man den ganzen Tag als Tourmanager, was macht man die Wochen vor und nach der Tour als Tourmanager, was macht man am besten nicht als Tourmanager, ist auch ganz wichtig. Und ja, damit werden wir uns jetzt die nächste Zeit beschäftigen. Ursprünglich habe ich natürlich was Richtiges gelernt, und zwar war ich Krankenpfleger in der Psychiatrie und Sucht, was mich super vorbereitet hat auf den späteren Beruf als Tourmanager. Also viele Grundlagen, die ich damals gelernt habe, konnte ich später sehr, sehr gut weiterhin einsetzen. Dann habe ich angefangen, in jungen Jahren im Jugendcafé Zwiesel im Bayerischen Wald Konzerte zu veranstalten, und im Rahmen dessen habe ich dann ganz viele Bands kennengelernt, habe viele Booking-Agenturen kennengelernt, und eine Booking-Agentur aus München, Avocado Booking, hat mich gefragt, ob ich denn mal mit einer ihrer Bands auf Tour gehen möchte durch Europa, und ich meinte, ja, das mache ich. Und als Entlohnung habe ich damals einen fürstlichen Stundenlohn oder Tagessatz von 10 Euro bekommen. Und für diese 10 Euro habe ich den Sprinter gefahren, ich habe den Sprinter eingeladen, ausgeladen, ich habe die Instrumente gestimmt, ich habe das Merchandise verkauft, ich habe die Abrechnung mit den Lokalen gemacht, was damals noch ein bisschen einfacher war. Man hat einfach alles genommen, was auf dem Tisch lag, und sich das eingesteckt. Und das hat mir so gut gefallen, als Avocado dann ein Jahr später nochmal angefragt hat, ob ich denn nochmal auf Tour gehen möchte. Mit einer anderen Band habe ich sofort ja gesagt, und die Band war Boys It's Fire. Und wir sind dann 7,5 Wochen durch Europa getingelt, und am Ende dieser Tour meinten die zu mir, ob ich denn gerne mit in die USA auf Tour kommen möchte. Und das wollte ich natürlich sehr gern. Großer Traum von mir damals gewesen. Und ich meinte, aber was mache ich denn da? Weil hier in Europa kenne ich mich aus, in Amerika kenne ich mich nicht aus. Und dann meinten die, naja, du wirst unser Tourmanager. Und ich meinte, ja, aber was macht denn ein Tourmanager? Und die meinten so, naja, wir sind ja mit Sick of It All unterwegs, die haben einen Tourmanager. Du schaust einfach, was der den ganzen Tag macht, und du machst das ganz Gleiche, nur besser. Und dann habe ich geschaut, was der den ganzen Tag macht, und habe es versucht auch zu machen. Ob ich es besser gemacht habe, muss jemand anders entscheiden. Morning. Good morning. Morning. Crab walk, you know crab walk? Also wenn man gerne sich als Tourmanager, Tourmanagerin versuchen möchte, dann würde ich erstmal allen raten, sucht euch eine befreundete Band, mit der ihr gerne rausfahren möchtet. Mit denen probiert ihr das einfach mal aus. Denn auf Tour sein ist wunderschön, aber bedeutet erstmal ganz, ganz viele Entbehrungen. Wirklich sehr, sehr viele Entbehrungen, sehr viele Opfer. Und was viele Leute unterschätzen, durch dieses viele Unterwegssein, und da glaube ich, unterscheidet man sich nicht von so einem Truckfahrer, ist es sehr, sehr schwierig, ein normales Privatleben zu haben an einem normalen Ort. Also das Leben der Leute zu Hause geht weiter, und man selber ist da immer außen vor, weil man ist ja immer nur so Besucher und kommt da immer wieder rein und raus. Also es ist was wirklich nicht einfach ist. Da muss man sich psychologisch, glaube ich, darauf vorbereiten. Das heißt, erstmal auf sehr, sehr kleinem Level rausfahren, ohne monetäre Gründe. Einfach nur mal schauen, hey, wie gefällt mir das Leben auf der Straße, wie man so schön sagt, überhaupt. Wie kann ich damit umgehen, dass ich permanent 24 Stunden im Dienst bin, selbst wenn ich schlafe, die 3 Stunden Schlaf, die du bekommst, hat trotzdem noch immer jeder das Recht, dich aufzuwecken, wenn es ein ernsthaftes Problem gibt. Wie komme ich damit zurecht, mit sehr vielen Leuten auf extrem engen Raum immer zu sein? Wie komme ich damit zurecht, sehr wenig zu schlafen? Also das ist schon ein sehr spezielles Leben, und man sollte das vorsichtig ausprobieren und sich erstmal herantasten. Und das geht am besten mit deinen besten Freunden. Wenn die eine Band haben und die glauben, du möchtest das ausprobieren, dann frag die, arbeit für die, sei fleißig, arbeite hart. Und wenn Mann dafür gemacht ist, wenn Frau dafür gemacht ist, besonders wichtig auch, für das Tourmanager-Leben, dann wird sich das rauskristallisieren, und dann werden auch andere Bands sehen, wenn es da jemanden gibt, der hart arbeitet, der
die Sache ernst nimmt und der für dieses Leben, dieses sehr ungewöhnliche Leben auch geschaffen ist. This is on for me, peasant. Don't look at the king. Do not. Someone entered. All right. Kiss that neck. Kiss the neck. Fuck. Why do you have to sweat so much? Also das Wichtigste oder die wichtigste Aufgabe oder der wichtigste Skill eines Tourmanagers ist kommunizieren. Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Man macht eigentlich 95% des Tages kommuniziert man am Telefon, in person sozusagen, via E-Mail, und das wird deine Hauptaufgabe sein. Die Aufgabe eines Tourmanagers ist es, ganz, ganz viele Leute und ganz, ganz viele Interessen unter einen Hut zu kriegen. Es gibt viele verschiedene Interessen, wenn man auf Tournee ist. Es gibt den lokalen Veranstalter, es gibt die Band, es gibt die Crew, es gibt die Truckfahrer, es gibt die örtliche Feuerwehr. Also man muss reden, 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 den ganzen Tag. Das Reden fängt aber nicht nur an, wenn man auf Tour ist, sondern schon Wochen vorher. Das heißt, man spricht Wochen vorher schon mit allen Beteiligten, von denen man weiß, dass sie auf der Tour sein werden, und versucht herauszufinden, welche Bedürfnisse haben die, was brauchen die, welche Informationen haben die, und man versucht dann von allen verschiedenen Parteien diese Informationen in mühevoller Kleinstarbeit zusammenzusuchen. Und viele Leute verstehen das falsch. Der Tourmanager hat nichts mit der Organisation der Tournee ursprünglich zu tun. Das macht der Booker. Und der Booker gibt einem dann, früher war es ein Heftchen, jetzt ist es ein PDF, und da steht dann drin, du bist am X Datum Y in dieser Stadt, in dieser Halle, und das ist ein örtlicher Veranstalter, und ab da beginnt dein Job, mit dem zu kommunizieren. Was bringen wir denn überhaupt mit wie vielen Leuten kommen wir, was wollen die Leute gerne essen, welche Schwierigkeiten könnte es geben, welche Pyro gibt es, wollen wir einen feuerspeienden Drachen durchs Publikum treiben und so weiter und so fort. Das heißt, im Vorfeld spricht man schon sehr, sehr viel darüber, was dann in ein paar Monaten im besten Falle schon passieren soll. Ganz wichtig ist immer, so früh wie möglich alles besprechen, immer ganz klar kommunizieren, immer alle auf CC haben, sodass später niemand behaupten kann, er hätte von nichts gewusst. Ist ein Tipp von mir. Immer absichern, jeder muss auf CC sein. Also ganz wichtig, wenn man den Tourmanager werden möchte, wenn man so verrückt sein will, ich sage, macht es lieber nicht, aber wenn man das gerne machen möchte, dann empfiehlt sich, man muss wahnsinnig viel Geduld haben, das ist besonders wichtig. Man muss damit umgehen können, dass einem dieselbe Frage 800 Mal am Tag gestellt wird. Man muss sehr gerne kommunizieren mit Leuten, also wenn man nicht kommuniziert, oder nicht gerne kommuniziert, dann ist man schon komplett falsch am Platz. Man darf nichts persönlich nehmen, besonders wichtig. Wenn man Dinge persönlich nimmt, brennt man wahnsinnig schnell aus in dem Job. Ich kann auch nur empfehlen, man darf nicht versuchen, das Spiel der Band zu spielen. Und was ich damit meine ist, wenn du als Crewmitglied, Tourmanager mit dabei bist, es ist nicht deine Tour. Die Leute sind nicht wegen dir da, die sind nicht da, weil du so schöne Tageszettel ausdruckst oder deine Excel-Dateien so schön ausgefüllt sind. Die Leute sind hier, um die Band ihre Musik spielen zu sehen. Das heißt, dein Ego hat in dem Fall nichts verloren. Es geht nur darum, es muss ein Konzert geben. Die Leute, die zum Konzert gehen, müssen eine gute Show sehen und sicher sein dabei und sicher nach Hause kommen. Du musst alle wieder zum nächsten Ort bringen. Auf gar keinen Fall geht es jemals um dich, und um deine Interessen geht es auch nicht. Also sein Ego sollte man sehr, sehr gut im Check haben. Man ist nicht da, um die Party zu feiern, und wenn die Band Party feiert, ist man immer noch ca. 4,5 Stunden davon entfernt, ins Bett gehen zu dürfen oder zu können. Deswegen nicht erwarten, dass man Teil des Spaßbetriebs ist, sondern man ist Teil der Dienstleister, die auf so einer Tour sind. Also Busfahrer, Truckfahrer, Lichttechniker, Soundmann, Tourmanager, kein Unterschied. Nur weil man mehr mit der Band zu tun hat, bedeutet dann nicht im Rückkehrschluss, dass man die Rechte und Privilegien der Band hätte. Und wie man so schön gesagt hat, was dem Kaiser erlaubt ist, ist dem Ochs noch lange nicht erlaubt. Also nach der Tour dürfen alle sich ja erstmal hinlegen und schlafen. Die Band fährt nach Hause zur Familie. Die Crew darf sich endlich mal ins eigene Bett legen. Das darf ich als Tourmanager auch. Aber es geht dann
anschließend am Ende der Tour oder nach der Tour immer noch um die Nachbearbeitung. Das heißt, der ganze richtig langweilige bürokratische Rattenschwanz, der hinten dran hängt, muss dann aufgearbeitet werden. Dann hat der Booker nochmal eine Frage, wie viele Zuschauer waren hier in der Stadt. Der Buchhalter will wissen, warum die Quittung fehlt für die Zigaretten. Die Band hat ihre Ladegeräte im letzten Backstage-Raum vergessen, Koffer sind verschwunden. Das heißt, auch Wochen nach der Tour ist man noch immer mit sehr, sehr langweiligen Aufgaben beschäftigt. Ist wahnsinnig unglamourös, möchte ich noch dazu sagen. Momentan habe ich ja den Luxus, dass ich fast nur ausschließlich mit Parkway Drive unterwegs bin. Oft, wenn man aber für mehrere Bands arbeitet, kann das schon mal eng werden. Das Gute ist, dass die Zeiten vorbei sind, in denen Bands irgendetwas kurzfristig machen konnten. Das heißt, man plant Tourneen, meistens oft 2 Jahre im Voraus, manchmal sogar schon länger. Festivals werden auch 2 bis 3 Jahre vorher gebucht. Das heißt, man erfährt eigentlich sehr früh, wann man geblockt ist. Und dann, wenn quasi eine andere Band an einen herantritt oder eine der anderen Bands, mit denen ich arbeite, dann muss ich immer schauen, ob ich denn kommen kann. Also im Falle, wenn wir jetzt sagen Parkway Drive und Boys It's Fire, dann tut mir das immer sehr, sehr weh, wenn ich Boys It's Fire absagen muss, weil das ist natürlich Familie seit vielen Jahren, seit dieser Tour mit Sick of It All. Aber da verstehen natürlich auch alle, wenn ich 7 Monate im Jahr mit Parkway Drive unterwegs bin und Boys It's Fire spielen in einem Jahr nur 2 Wochen, dass ich da einfach nicht an 2 Orten gleichzeitig sein kann. Natürlich immer, der Booker tut sich leicht, der kann 17 Bands gleichzeitig buchen. Wenn man Tourmanager ist, kann man leider wirklich physisch nur an einem Ort sein. Also als Tourmanager wird man eigentlich dafür bezahlt, aus jeder Situation einen Ausweg zu finden. Also jedes Problem, jeder Scheißehaufen, der einem entgegenfliegt, für den sollte man eine Lösung haben. Es gab ein paar Situationen, wo man keine Lösung hatte, wo man einfach nur die Waffen strecken konnte. Einer, als sich die Band auf Tour aufgelöst hat, in einer Schlägerei in Holland, da ging es einfach nicht mehr weiter. Da war es vorbei. Ein tragischer Fall, als wir einen Todesfall in der Familie hatten und wir dann auf einer Tour beschlossen haben, dass es so nicht weitergehen kann. Also dass das Prinzip der Show must go on einfach nicht mehr greift und es einfach einen Moment gibt, wo man einfach nach Hause fahren muss und wo es quasi nicht mehr zu rechtfertigen ist, das weiter um jeden Preis durchzutreiben. Und jetzt haben wir alle das erlebt in den letzten Wochen mit Corona, wo man merkt, wie fragil Dinge sind, die wir für absolut selbstverständlich halten. Zum Beispiel die Vorstellung mit mehreren 100, mehreren 1000, mehreren 10.000 Leuten auf sehr engen Raum zu sein und mit denen über Tage hinweg Musik zu genießen, was, glaube ich, für viele Menschen was Besonderes ist, also aber trotzdem relativ selbstverständlich wahrgenommen wurde, dass diese Option denn immer besteht, wenn man denn Lust und das nötige Kleingeld hat. Und ich glaube, da ist vielen bewusst geworden, dass das nicht so ist, dass das auf sehr wackeligen Beinen steht, die Möglichkeit, gemeinsam in großen Gruppen so etwas Schönes zu erleben. Besonders schöner Live-Moment war, ich kriege das Jahr nicht mehr ganz hin. Ich würde mal behaupten 2014 im Sommer mit der Band Boys It's Fire. Und zwar wurden die gebucht für Rock am Ring, Rock im Park. Und als wir unseren Zeitplan bekommen, waren wir komplett geschockt, denn Boys It's Fire sollten auf der Alterna Stage gleichzeitig mit dem Headliner spielen, der auf der Hauptbühne war, und das war Metallica. Und wir waren alle total geknickt. A, alle große Metallica-Fans, wir hätten die Metallica-Show sehr gern gesehen. Und B, waren wir so, okay, wenn Metallica spielt, ist kein Schwein vor der Bühne, um Boys It's Fire anzuschauen. Die Band vor uns hat wirklich das war sehr traurig, vor 50, 60 Leuten gespielt. Boys It's Fire und Crew, wir sind alle runtergelaufen vor die Bühne und haben uns an die Absperrung gestellt, um die sozusagen moralisch zu unterstützen, Freunde von uns.
Und dann sind wir alle wieder nach hinten und dann habe ich der Band noch so einen richtigen, wie so ein Football-Coach aus so einem 80er Jahre Teenage-Film, habe ich da so einen Pep-Talk gehalten. Okay Jungs, ist egal, wenn da jetzt niemand draußen ist, wir sind hier und da kommt bestimmt irgendjemand und die 5 Leute, die da sind und die eure Songs hören wollen, für die spielt ihr jetzt so gut wie noch nie. Und also, ja, genau so machen wir das. Und ich ziehe dieses Banner zur Seite, den Backdrop von Boys It's Fire, und ich schaue so ums Eck und der ganze Platz ist voll. Komplett voll. Also alles, mehr Menschen hätte man nicht auf diesem Platz stopfen können, während drüben das Intro von Metallica läuft. Und niemand ging. Da drüben ging es gerade mit Blacken los und wir waren also, oh, Metallica. Und wir gehen da raus und alles ist voll und es war eine der besten Shows, die ich jemals Boys It's Fire spielen habe sehen. Vor ein paar Jahren waren Parkway Drive zum ersten Mal als Headliner beim Full Force gebucht. Und weiß nicht, ob die Zuschauer das kennen, man fährt mit seinem Nightliner, das ist ein umgebauter Bus mit Betten und in dem schläft man, während man von A zu B fährt. Und die parkt man dann Backstage und da gibt es dann Stromanschluss, damit die Klimaanlage und die Kaffeemaschine funktioniert. Ganz wichtig, 32 Ampere Starkstrom. Für die zukünftigen Tourmanagerinnen da draußen, 32 Ampere Starkstrom, ganz wichtig. Wir haben die Busse geparkt und es war furchtbar heiß an dem Tag. Ich glaube, es hatte fast 40 Grad, es war wirklich heftig. Parkway Drive, erstes Mal Headliner, haben eine super Show gespielt, war wirklich sehr, sehr toll. Wir gehen dann auf das Gelände oder nicht auf das Gelände, auf diesen Backstage-Compound, das sind so Container, sitzen da rum, trinken noch was. Und dann sagt jemand, morgen sind Heaven Shall Burn Headliner. Und wir so, ah. Und es waren überall Mücken und ganz viel Fliegen. Und der Manager und Tourmanager von von Heaven Shall Burn, Benny Mahner, das ist ein alter Freund von uns. Und dann haben wir in allen Containern, in denen am nächsten Tag Heaven Shall Burn sein musste, die Lichter angeschaltet und haben alle Fenster aufgemacht, bevor wir ins Bett gegangen sind, damit sich die Container mit Mücken füllen, wenn morgen Benny Mahner dann kommt. Und ich war so zufrieden mit mir und meiner bösen Tat und ging ins Bett und war so, ey, endlich schlafen. Und um 3 Uhr nachts, ohne Vorwarnung, hat plötzlich ein Napalm Death angefangen, neben meinem Kopf zu spielen. Und zwar habe ich dann erfahren, dass wir mit unserem Nightliner direkt neben dem Zelt geparkt sind, wo die Knüppelnacht stattfindet. Und ich war so im Halbschlaf und plötzlich geht Napalm Death neben mir los. Und das war die gerechte Strafe dafür, dass ich Heaven Shall Burn, die ganzen Stechmücken und Fliegen in die Backstage-Container gelockt habe. Es tut mir leid, Heaven Shall Burn, Benny Mahner, ich möchte mich nochmal bei euch entschuldigen, aber ich bin direkt abgestraft worden. Also, um dieser Situation, in der wir gerade sind, auch ein bisschen was Positives abgewinnen zu können, mir ist in letzter Zeit sehr stark aufgefallen und es kam sehr viel Feedback von Leuten, die ich kenne, die ich nicht so gut kenne und die mir dann gesagt haben oder geschrieben haben oder man liest es immer, dass die das so wahnsinnig vermissen, Konzerte und Zusammenkommen und Festivals und wenn man immer nur mit Arbeit quasi mit dem in Berührung kommt, ist es sehr einfach, sehr faktisch auf das zu schauen, okay, hier ist ein Festival, hier gehen irgendwelche, da hängen Lampen und man verliert ein bisschen den Blick für die Magie dahinter. Und die Magie ist ja, dass so viele Menschen auf einen Ort zusammenkommen, gemeinsam was genießen, die Band ihr Herz rausspielt im besten Falle und die Menschen das aufnehmen und diese Energie der Band wieder zurückgeben und dass man so einen ganz besonderen Moment erlebt. Und das ist ja, warum man sich überhaupt oder ich mich überhaupt in sehr, sehr jungen Jahren schon für Musik oder auch für Metal begeistert habe. Und so schlimm das gerade ist, dass wir alle nicht zusammenkommen können, dass wir keine Arbeit haben, dass es gerade sehr schwierig ist, Konzerterlebnisse zu haben, echte Konzerterlebnisse, die nicht virtuell sind. Ich glaube, desto schöner ist es aber, dass den Leuten das bewusst wird gerade, was Kultur, was Musik
für hohes Gut ist und dass das nicht einfach nur irgendwas ist, was man mal zwischen 2 Bier und einem Döner macht, sondern dass es für den Menschen essentiell ist und eine der Säulen, auf denen unsere Menschlichkeit basiert, dass wir uns künstlerisch ausdrücken und diesen Ausdruck dann miteinander teilen. Und das ist doch was Schönes und ich hoffe, dass, wenn wir wieder alle zusammenkommen, was irgendwann passieren wird, die Menschen haben sich noch bei jedem Problem durchgemogelt über die letzten Hunderttausende von Jahren. Ich bin mir sicher, dass, wenn wir wieder zusammenkommen, die Leute das wirklich zu schätzen wissen und das freut mich.